Ja, herzlich willkommen in diesem neuen Video. In dieser kleinen Übung geht es darum, den richtigen Fingersatz zu finden oder dir zu zeigen, wie man das Ganze erarbeiten kann. Ja, oft hat man es ja, dass man irgendein Stück spielt und wenn es vor allem ein bisschen fortgeschrittener ist, kommt man irgendwann nicht mehr weiter. Ja, also du hast natürlich hier so ist natürlich immer optimal, wenn die Finger hier nebeneinander liegen, aber wenn du jetzt hier irgendeinen Sprung machen musst, ja, das beste Beispiel ist die C-Dur-Tonleiter. Ja, muss man jetzt irgendwie hier hochkommen. So, und jetzt möchte ich dir mal zeigen, was es hier für verschiedene Herangehensweisen gibt, wie man sich so einen Fingersatz erarbeiten kann, wenn sich die Hand bewegen muss. Ne? In der Regel versuchen wir hier nur einen Fingersatz zu erarbeiten, wenn wir natürlich hier Probleme kriegen, also wenn wir jetzt hier nicht einfach nebeneinander spielen können, sondern wenn wir hier nach oben müssen, ja. Wie zum Beispiel, wenn wir die C-Dur-Tonleiter hier nach oben spielen wollen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist es, dass wir tatsächlich mit der Hand springen. Das heißt, dass wir tatsächlich hier die Hand komplett bewegen. Das wäre natürlich das Aufwendigste, ja. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man will, hier bei der C-Dur-Tonleiter. So in dem Moment, wo wir jetzt hier weiter müssen, können wir natürlich einen Sprung machen. Aber du hörst schon, es klingt irgendwie abgehackt und es ist auch sehr ungemütlich, ne? Zweite Möglichkeit, der Daumen untersetzt oder andere Finger übersetzen. Das heißt, wir haben hier so einen Sprung, das kennst du bestimmt schon, wenn du schon mal die C-Dur-Tonleiter gespielt hast. Wir haben das Ganze ja schon in meinem Piano-Crashkurs mal geübt, ja. In dem Fall würde ich jetzt hier, um hier weiter zu spielen, den Daumen untersetzen. Also wenn der Mittelfinger spielt, geht der Daumen hier drunter. Dann kann ich hier weiterspielen. Es muss nicht unbedingt der Daumen sein, in den meisten Fällen ist es aber der Daumen. Und wenn ich runtergehe, setzt hier der Mittelfinger oder der Zeigefinger wieder über. Ne? Auch in den meisten Fällen ist es hier der Mittelfinger, kann aber auch ein anderer Finger sein, kann auch der Ringfinger sein, ja. Wenn wir zum Beispiel noch weiter runter wollen, in dem Fall ist es jetzt Quatsch, aber kann ja sein, ja, dass wir so eine Melodie haben und dann wollen wir hier richtig weit runter, dann kann es auch der kleine Finger sein. Das ist natürlich sehr, sehr selten, aber wenn es jetzt der Ringfinger ist, können wir hier sogar noch bis hier runter. Ja, also das ist auch eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, also den Daumen untersetzen oder den anderen Finger übersetzen. Dritte Möglichkeit ist einfach, wenn wir einen Ton haben, der sich wiederholt, ja. Sowas hier, ja, dann können wir natürlich den sich wiederholenden Ton mit einem neuen Finger anschlagen, ja. Zum Beispiel können wir hier den Daumen nehmen, ja. Ja, weil wir einfach nur denselben Ton wieder anschlagen, den können wir dann natürlich dann mit dem anderen Finger anschlagen. Wenn wir jetzt hier hochgehen zum Beispiel sowas jetzt hier als Beispiel, ja, dann bietet es sich natürlich an, dann mit dem Daumen hochzugehen. Ja, das wäre die dritte Möglichkeit, also wenn sich ein Ton wiederholt, einfach einen neuen Finger zu nehmen, um hier dann ein bisschen flüssiger hochzugehen. Und die vierte Möglichkeit ist auch wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, aber geht natürlich auch, dass wir einfach die Finger spreizen. Vor allem der Daumen ist hier sehr gut. Ja, guck mal, wie weit wir hier mit dem Daumen kommen. Ja, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sind, ja, wie weit der Daumen hier kommt. Ja, der kleine Finger kann das auch, der kommt aber nicht ganz so weit. Also manchmal geht es auch mit dem kleinen Finger, aber mit dem Daumen kommen wir ja hier schon sehr, sehr weit. Ja, also das ist die vierte Möglichkeit. Einfach hier sich mit dem Daumen so zu bewegen. Auch da würde ich immer empfehlen, den ganzen Arm mitzunehmen, ja, dass es nicht zu krampfig ist, sondern wirklich hier mit dem ganzen Körper mitzugehen. Also auch das möglich, genauso hier, ja, mit dem kleinen Finger sich hier ein bisschen zu bewegen, also die Finger zu spreizen. Ja, das muss man auch üben, ja, da muss man auch ein Gefühl für kriegen, dass man überhaupt so weit greifen kann. Also, das sind die vier Möglichkeiten, wie wir uns so einen Fingersatz erarbeiten können, was Sinn macht. Also mit der ganzen Hand springen. Das kann man zum Beispiel gut machen, wenn man auch Pausen hat in der Melodie. Ja, also wenn man sagt, okay, jetzt habe ich eine Pause, jetzt kann ich ganz entspannt hier zu einem anderen Akkord wechseln, ja, gar kein Problem. Dann Daumen setzt über oder die Mittelfinger, Zeigefinger, Ringfinger, wie auch immer, äh, setzt hier über den Daumen, der Daumen sitzt drunter, ja, das ist die zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit, bei wiederholenden Ton, neuen Finger dazu nehmen. Vierte Möglichkeit, die Finger spreizen. So, wenn wir jetzt die Möglichkeiten kennen, wie wenden wir das jetzt in der Praxis an? Also das ist sehr individuell, ja, natürlich, je nachdem, welche Melodie wir haben, müssen wir erstmal die Passage finden, wo wir den Fingersatz ändern müssen. Also wo wir merken, okay, wir kommen jetzt hier, so wie wir hier mit der Hand liegen, nicht weiter. Und diesen Unterabschnitt
wenn wir den gefunden haben, den müssen wir natürlich dann üben, ja, das sage ich ja immer wiederholen und gucken, okay, was macht jetzt hier Sinn? Und das ist, wie gesagt, sehr individuell, weil es kommt darauf an, wie komplex das Stück ist, wie schnell du das Stück spielen willst. Also du kannst ja Stücke auch langsamer spielen, dann kannst du ja eher einen Sprung machen und wie so die Bequemlichkeit ist. Ja, auch wie groß deine Hände sind. Ja, also manche haben ja Kinder, wenn Kinder jetzt irgendwas üben, haben ja viel kleinere Hände. Das heißt, die müssen viel eher, die können gar nicht spreizen, die müssen dann vielleicht einen Sprung machen oder mehr eine Pause machen. Und wenn du aber jetzt hier schon größere Hände hast und es schon geübt hast mit dem Spreizen, dann kannst du natürlich auch hier mehr so mitarbeiten. Also es ist sehr individuell. Aber natürlich ist das Wichtigste erstmal festzustellen, okay, brauche ich überhaupt jetzt hier einen neuen Fingersatz? Und da habe ich mal ein kleines Beispiel für dich mitgebracht, ja. Die Melodie kennst du bestimmt. Ja, die, denke ich, sollte dir bekannt sein aus Harry Potter. Ja, das ist so die Harry Potter-Theme, Hedwig-Theme. Und was mache ich jetzt hier? Also, die Melodie ist ja folgende. Ich spiele jetzt nur mal ohne irgendeinen Fingersatz. Ja, das ist die Melodie. Und jetzt wäre ich natürlich schön blöd, wenn ich das so spiele, weil, ja, es wird schon ein bisschen unbequem, ja. Hier muss ich irgendwie so ein bisschen nach rechts, ich muss so den kleinen Finger bewegen. Ist jetzt nicht super problematisch, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen schon unbequem und deswegen bietet sich Folgendes an, dass ich natürlich hier mit dem Daumen rübergehe. Ich habe erkannt, was ist der Unterabschnitt. Okay, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, eigentlich was zu verändern, dann bin ich schon mehr in der Richtung, ja, dann kann ich hier viel entspannter spielen. Und vor allem, wenn es weitergeht, ja, dann habe ich hier auch den Daumen gleich mit dabei, also viel entspannter. Ich bewege mich ja viel mehr hier oben. Das heißt, ich bleibe jetzt hier nicht mit dem Zeigefinger liegen, sondern springe mit dem Daumen hier rüber. So wird es dann weitergehen, jetzt nur als Beispiel. Und dann habe ich den Daumen hier oben halt und kann hier viel leichter hier hantieren, als wenn ich mich jetzt hier immer so strecken muss. Ja, das ist jetzt eine Alternative zum Spreizen, dass ich einfach hier rüber gehe mit dem Daumen und mich ja dann hier bewege. Das jetzt nur als Beispiel. Ne? Das wäre so eine kleine Unterpassage, so ein kleiner Unterabschnitt, wo ich erkennen würde, okay, irgendwie wird es hier ungemütlich, weil ich hier mich schon sehr weit strecken muss. Also, ja, ziehe ich den Daumen hier mit. Ne? Nur als Beispiel. Und das ist natürlich individuell, je nach Melodie. Da musst du einfach mal ausprobieren, was du jetzt gerade spielst. Und musst einfach gucken, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Also versuch wirklich immer ähm, deinen Fingersatz so zu gestalten, dass du jetzt nicht zu große Sprünge machen musst, weil das macht dich langsam. Ja, also wenn du vor allem schnellere Lieder spielst und sowas, dann wirst du es nie schaffen, hier die Geschwindigkeit zu halten, wenn du halt immer dauernd so eine Sprünge machen musst, sondern oder auch manchmal, wenn du so weit spreizen musst, ist auch nicht so schön, sondern versuch wirklich hier eher damit zu arbeiten, irgendwie Finger überzusetzen oder wenn wir wiederholende Töne haben, hier den Finger zu tauschen, ja. Und das ist dann immer so ein bisschen das, was das einem auch selber erleichtert. Ja, da muss man sich aber einfach ausprobieren, muss gucken, welche Melodie habe ich jetzt hier, wie schnell wird die gespielt, wie viele Töne hat die, muss ich hier nach unten, muss ich nach oben und da muss man dann einfach so ein bisschen individuell das rausfinden. Aber ja, ich wollte dir in diesem Video einfach mal die Möglichkeiten zeigen, dir ein kleines Beispiel zeigen, wie wir hier Fingersatz anpassen können, den Fingersatz verändern können. Und ja, ich hoffe, dir gefällt das Ganze. Ich hoffe, es ist dir eine Hilfe. Mehr zu solchen Geschichten wie Fingersatz und Spielen von Akkorden, Tönen, Melodien findest du auch einerseits in meinem Crashkurs, den du ja schon dir hoffentlich zu Gemüte geführt hast und auch in meinem Piano-Anfängerkurs natürlich noch sehr, sehr viel mehr dazu. Würde ich mich sehr freuen, wenn du dir das Ganze mal anschaust. Auch gerne Feedback hinterlassen, gerne mir Feedback geben an meine E-Mail-Adresse oder auch über meine Social-Media-Kanäle oder unter YouTube, ja, unter meinen YouTube-Kommentaren gerne Feedback hinterlassen, wie dir das Ganze gefällt, wie dir die Videos gefallen, was ich besser machen kann. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Du kannst mir auch gerne mitteilen, wie weit du vorankommst mit dem Klavierspielen und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Viel Erfolg hier mit den Fingersätzen und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Schön dranbleiben, Klavierspielen üben und bis dahin.